Un peu de jeunesse et de mythologie, ça te botte? Goldfish, malgré son apparence fort choupinette, est un manga situé dans une terre dévastée par les catastrophes écologiques, où les mutations à cause de l'eau polluée sont malheureusement légion, et où son jeune héros va parcourir le monde pour se défaire de sa malédiction. Car Mori a le pouvoir du roi Midas et peut changer tout ce qu'il touche en or, ce qui est somme toute bien pratique quand on a besoin de payer son repas, mais qui peut s'avérer être un sacré handicap quand on a simplement envie de s'habiller le matin. La particularité de Goldfish, c'est que ce manga ne nous vient pas du Japon, mais d'Allemagne, d'où est originaire son autrice, Nanaya. J'ai eu l'occasion de la rencontrer pour sa venue à Paris Manga, et comme c'est une autrice avec une forte présence sur internet, qui vit des revenus de ses publications papier, mais également de ceux de son webcomic, j'en ai profité pour discuter avec elle de son parcours, de ses inspirations, et ça a généré cette interview où elle m'a parlé de mécénat, de conseils artistiques, et du fait de travailler à son compte en sachant s'arrêter. Bon visionnage! Ich heiße Nanaya Kiere und ich bin eine deutsche Comiczeichnerin oder Manga-Zeichnerin. Ich habe eigentlich schon immer gezeichnet, seit ich ein kleines Kind bin, seit dem Kindergarten, und auch da schon angefangen, Comic-Geschichten oder Sachen mit Text zu schreiben. Und dann so im Teenageralter habe ich Witch-Magazin abonniert gehabt, und das war so ein sehr großer Einfluss, anzufangen, Charaktere zu designen und Geschichten zu schreiben. Dann ging es mit Mangas von Rumiko Takahashi weiter und Animes im Fernsehen, und dann kam so der Manga-Einfluss mit dazu. Und dann ging es eigentlich los, dass ich direkt auf Animex, das ist eine deutsche Manga-Community-Seite, meine Sachen hochgeladen habe. Da kriegt man dann ein bisschen Feedback von anderen Zeichnern und lernt neue Leute kennen, und dann fängt man so an, seine Sachen zu veröffentlichen und Feedback, und dann, ja. Und die Manga-Szene in Deutschland ist halt noch nicht so alt. Für 8 Seiten Kurzgeschichte, und dafür hatte ich halt diese Figuren irgendwie entwickelt, um so eine Art Pilot für diese Geschichte anzufangen. Habe dann aber nie wieder was damit gemacht. Dann habe ich mich einmal damit beworben bei Tokyopop, ausgearbeitet, das Konzept ein bisschen. Aber es wurde abgelehnt, weil es sehr konfus und nicht sehr gut strukturiert war. Und weil ich mich eben schon öfter bei dem Verlag beworben hatte, wurde ich dann eingeladen zu einem Workshop, den Tokyopop veranstaltet hat, mit einer sehr professionellen Redakteurin, bei der wir dann also mehrere Leute ein bisschen Feedback bekommen haben und ein paar Tricks. Und mit diesem Wissen bin ich nach Hause gefahren und dachte, okay, damit mache ich jetzt irgendein Konzept, was ich schon habe, besser. Also das war so der Plan, irgendwas auszuarbeiten. Und dann bin ich halt wieder meine Schubladen durchgegangen und habe dieses Goldfish-Konzept noch gefunden und war, okay, ich probiere das jetzt mal damit, habe das ausgearbeitet und halt nochmal eine Bewerbung damit gemacht. Ja, dann hat es funktioniert. Und ich wurde nochmal eingeladen, damit ich das irgendwie zusammen mit einem Redakteur ausarbeite. Hatte ich ja auch geschrieben, dass es eigentlich so ein Band sein sollte, weil ich dachte, dass das das Einzige ist, was ein Newcomer machen kann. Und dann hat aber der Tokyopop-Chef gesagt, okay, wir können aber auch das länger machen, arbeitet das mal aus. Und dann wurde es auf 3 Bände verlängert, aber eigentlich war es schon länger und für ungefähr 5 Bände eigentlich Inhalt, der dann irgendwie auf 3 verdichtet wurde wieder. Crushed ist mein Boys Love Webcomic mit eher Major-Inhalt, also eher an Erwachsene gerichtet, den ich einfach nur zum Spaß angefangen habe, und dann sind mir die Figuren irgendwie ans Herz gewachsen und ich wollte was Längeres daraus machen. Deswegen wollte ich das auch immer weitermachen. Erstmal weiß ich nicht, ob alle wissen, was Patreon ist. Das ist halt eine Seite, auf der vor allem Menschen, die Free-Content hochladen, irgendwie eine Möglichkeit haben, sich zu finanzieren durch Unterstützung von Fans. Und ich habe damit angefangen, weil wirklich mir Leser geschrieben haben, mach doch mal Patreon. Da supporte ich schon den und den und den, du solltest da auch sein, ich möchte deine Arbeit unterstützen. Und dann habe ich halt die Seite aufgezogen, und ich hätte nicht gedacht, dass da so viele dann draufkommen. Ich dachte, vielleicht irgendwie 10 Leute würden supporten, aber das ist dann ganz schön schnell gewachsen irgendwie mit dem englischen Upload. Deswegen ist das jetzt echt ein sehr guter monatlicher Beitrag irgendwie dazu, dass ich da weiterzeichnen kann. Also und insgesamt würde ich halt nie versuchen, mich darauf zu verlassen, weil das halt nichts Stabiles ist, weil jederzeit Leute abspringen können. Deswegen würde ich das nie sehen als, okay, das ist meine feste Einnahme, auf die ich angewiesen bin, sondern das ist, dass ich das irgendwie noch als Puffer habe, dass ich das irgendwie noch dazu kriege, und deswegen
bin ich da natürlich sehr dankbar, aber es ist nicht so, dass ich mich darauf verlasse. Also man sitzt halt als Zeichner sehr viel zu Hause und man hat jetzt nicht unbedingt super viele Kontakte, weil man halt die ganze Zeit am Tisch sitzt und irgendwas macht. Das heißt, Internet ist schon irgendwie so die Kommunikationsbasis und auch Austausch mit Freunden und Bekannten und irgendwie auch Langeweilebekämpfung, dass man da so seinen Input herkriegt. Deswegen ist das generell ziemlich wichtig einfach für mich, da unterwegs zu sein. Also ich habe manchmal auch Phasen, wo ich gar nicht im Internet sein möchte, weil es einfach zu viel wird und man irgendwie mal seine Ruhe braucht. Aber meiste Zeit bin ich schon ganz gerne unterwegs. Aber ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, eine bestimmte Art von Image von mir rüberzubringen, sondern ich schreibe einfach, was ich gerade denke oder was ich gerade lustig fand. Ich habe da jetzt nicht, dass ich denke, okay, ich muss irgendwie ein Internet-Alter-Ego haben oder so. Ja, das ist eine gute Frage, weil ich das selbst noch nicht so richtig rausgefunden habe. Also ich habe immer das Bedürfnis, viel zu machen, weil ich mich sehr schnell langweile und ich finde mich selbst am besten, wenn ich irgendwie produktiv bin. Das heißt, ich habe immer den Drang, irgendwie was zu tun. Aber das ist halt ein bisschen problematisch, weil man schon mehr auf sich Acht geben sollte. Und da muss ich jetzt auch noch viel lernen, dass ich irgendwie auch mal Pausen mache. Aber ich habe jetzt so gemerkt, wie es mir geht, wenn ich zu viel mache. Und das heißt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Eindruck darüber, wo meine Warnsignale sind, wo ich mal aufhören sollte und versuche ein bisschen mehr auf meinen Körper und meine Mentalität da zu hören. Also eigentlich glaube ich, dass ich eine Sache schon ganz gut gemacht habe, dass ich immer, wenn ich Lust hatte, einen Comic zu zeichnen, das auch direkt gemacht habe und ich jetzt nicht gesagt habe, okay, ich übe jetzt nur Perspektive, ich übe jetzt nur Anatomie, weil diese einzelnen Sachen zu üben, würde einen zwar irgendwie besser machen, aber ich habe das Gefühl, dass wenn man direkt einen Comic zeichnet, man diese ganzen Sachen gleichzeitig lernt, dass man irgendwie die Gesichtsausdrücke stärker übt, dass man die Dialoge übt, dass man Paneling, alles, dass man irgendwie mit dem Gesamtkonzept irgendwie weiterkommt. Ein bisschen mehr vielleicht Storytelling-Regeln, also wirklich ein bisschen Theorie mal reinzuholen, das würde ich mir vielleicht empfehlen. Und was ich mir auch immer raten würde oder anderen jungen Zeichnern, dass es gar nichts bringt, irgendwie was zu machen, wo man denkt, das könnte beliebt sein, weil es bestimmte Themen drin hat, sondern dass man halt das machen muss, was einen selber interessiert, weil man einfach die Energie und die Lust dran verlieren wird, weil man kann das nicht durchhalten, wenn man was macht, wo man nicht hintersteht oder wo man keine Lust drauf hat. Ein Goldfisch macht mich jetzt am meisten froh, dass ich während der Arbeit daran eine Entwicklung an mir gemerkt habe. Also, dass ich, als ich das ganze Konzept so aufgebaut habe, sehr davon überzeugt war und dann aber während der Arbeit immer mehr Fehler daran gesehen habe, was ja eigentlich eher negativ ist, dass man nicht mehr so zufrieden damit ist. Aber andererseits zeigt es halt auch, dass ich daraus gelernt habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Zeichnungen von Band 1 mit Band 3 vergleiche, dann sehe ich schon so eine Steigerung und das finde ich ganz gut. Und insgesamt auch einfach, wenn ich sehe, okay, so und so viele Seiten habe ich geschafft. Also wenn ich jetzt die 3 Bücher übereinander stapel, dann ist so viel und dann denke ich, ah ja. Das hat mich gefreut. Also als ich angefangen habe mit dem Band, hätte ich nicht gedacht, dass der überhaupt irgendwo im Ausland, dass sich irgendwer dafür interessiert. Und das ist jetzt in Frankreich und in den USA irgendwie rausgekommen. Es ist mehr, als ich mir damit erhofft hätte. Ich dachte halt irgendwie, ich zeichne jetzt erstmal einen Manga, für den wird sich keiner interessieren und danach mache ich vielleicht was irgendwen kehrt.